Stell dir vor, du kommst an einen überfüllten Traumstrand in Spanien oder Frankreich an. Die Parkplatzsuche ist der Horror. Endlich entdeckst du einen Schotterplatz. Am Eingang steht ein Mann in einer offiziellen gelben Warnweste. Er winkt dich freundlich heran, weist dich mit deinem Auto oder Wohnmobil in die perfekte Parklücke ein und sagt: Ich passe auf dein Wohnmobil auf. Du gibst ihm dankbar 10 Euro und gehst beruhigt zum Strand. Doch als du wiederkommst, ist der Mann verschwunden und wenn du Pech hast, ist dein Wohnmobil aufgebrochen. Denn der Mann war kein Parkwächter, er war ein Betrüger. Heute erkläre ich dir, wie du so eine Situation vermeiden kannst, um nicht auf die sogenannte Gorillamasche hereinzufallen. Ich zeige dir, wie du Betrüger mit wenigen Fragen und einem genaueren Blick entlarven kannst, noch bevor du ihnen Geld gibst. Wie erkenne ich einen Betrüger? Stell dir vor, du stehst auf einem staubigen Parkplatz. Vor dir ein Mann, der wichtig wirkt. Vielleicht mit einem Klemmbrett und neongelber Warnweste. Er sagt zu dir: Parkgebühr 10 Euro, Security Fee. Warum fällt es uns so schwer, diese Masche zu durchschauen? Ganz einfach, wir sind darauf konditioniert, Uniformen zu vertrauen. Eine Weste, ein Klemmbrett, vielleicht ein umgehängtes Funkgerät. Das weckt das Gefühl von Sicherheit. Wir denken: super, der passt auf. Auch weil wir ja Sehnsucht haben, dass jemand hilft und aufpasst. Und genau das wissen die Betrüger. Sie kaufen eine einfache Weste für 2 Euro im Baumarkt, stellen sich an öffentliche Parkplätze und kassieren ab. Es geht ihnen nicht darum, das Auto zu bewachen, sie wollen nur das Geld. Das wirklich Gefährliche ist die falsche Sicherheit. Weil du glaubst, dein Auto wird bewacht, lässt du vielleicht Wertgegenstände im Fahrzeug. Doch sobald du weg bist, verschwindet der angebliche Wächter oder schlimmer noch, er gibt seinem Komplizen einen Hinweis, welches Auto es wert ist, aufgebrochen zu werden. Das bedeutet, du zahlst vielleicht nicht nur für einen echten Schutz, sondern dafür, dass dein Auto für Diebe markiert wird. Wie erkenne ich, dass der Wächter ein Betrüger ist? Bevor du ihm Geld in die Hand drückst, achte auf Details, um auf Nummer sicher zu gehen. Hat er einen Ticketdrucker oder einen Belegblock? Offizielle Parkwächter geben dir normalerweise einen Parkschein oder eine Quittung aus. Wenn er keine Quittung anbieten kann, wird's verdächtig. Kann er einen Ausweis vorzeigen? Ein echter Parkwächter sollte ein offizielles Ausweisdokument haben, um sich auszuweisen. Zumindest eine Visitenkarte seines Arbeitgebers oder ähnliches. Eine Warnweste alleine reicht nicht. Frag nach einem Beleg. Kann ich eine Quittung haben? Wenn seine Antwort ausweicht, zum Beispiel kein Ticket, nur Barzahlung, geh vorsichtig damit um. Wenn der Wächter dann plötzlich unfreundlich wird und dich schnell abwimmelt, solltest du definitiv misstrauisch sein. Untersuche die Umgebung. Gibt es offizielle Schilder oder Parkgebührenhinweise? Wenn nicht, ist Vorsicht geboten. Offizielle Parkplätze sind immer gut ausgeschildert. Vertraue deinem Bauchgefühl. Oft merkt man, wenn auch unbewusst, dass etwas nicht stimmt. Höre auf dieses Gefühl und nehme die erneute Parkplatzsuche in Kauf, auch wenn es nervt. Oder du konfrontierst den vermeintlichen Parkwächter mit einem Verdacht. Oft verschwinden sie ziemlich schnell, wenn sie merken, dass du nicht auf die Masche reinfällst. Wenn nicht, kannst du, wie schon gesagt, auf erneute Parkplatzsuche gehen oder du holst dein Handy raus und beginnst die Situation und den Parkwächter zu filmen. Das würde ich aber nur empfehlen, wenn du nicht alleine bist. Spätestens jetzt hat der Täter mit Sicherheit keinen Bock mehr, für 10 Euro Probleme mit der Polizei zu bekommen. Manchmal kannst du dann übrigens, wenn die Situation bereinigt ist, sogar ohne Probleme kostenlos parken, weil es kein offizieller Parkplatz ist. Beachte hierfür aber die Beschilderung, nicht, dass es ein Privatgrundstück ist und du echte Probleme bekommst. Fazit: Lass dich nicht von einer gelben Weste oder einem Klemmbrett täuschen. Echte Parkwächter arbeiten in der Regel mit einem offiziellen Ausweis und stellen sicher, dass du eine Quittung erhältst. Falsche Wächter wollen nur schnelles Bargeld, ohne dir irgendwas zu bieten. Bleib aufmerksam und verlasse dich auf dein Bauchgefühl. So kannst du den Gorilla-Trick leicht durchschauen und unnötige Probleme vermeiden. Ich danke dir. Bitte like und hype das Video. Bis bald. Ciao, ciao.